Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basic Video werde ich euch zeigen, welche Pinsel es gibt, wie ihr die Pinsel anpassen könnt, wie ihr einen neuen Pinsel erstellen oder auch importieren könnt, was der Wischfinger ist und wie der Radiergummi funktioniert. Und mehr dazu zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ich zeige euch zuerst mal, was es für Pinsel gibt. Wir haben hier Bleistifte quasi, also die Skizzenpinsel, zum Beispiel ein 6B Stift. Da könnt ihr auch rauf und runter scrollen, bis ihr den findet, der für euch passt. Dann haben wir die Tintenpinsel, dann fürs Zeichnen gibt es auch viele verschiedene. Kalligrafie, zum Beispiel hier dieser Pinselstift, den man fürs Handlettering hauptsächlich auch braucht. Dann haben wir beim Malen, habt ihr unterschiedliche Strukturen. Dann künstlerisch, zum Beispiel Harz oder Kohl. Dann gibt es verschiedene Airbrush-Pinsel. Dann gibt es auch verschiedene Texturen, wie zum Beispiel hier Gitternetzrund. Das heißt, zeichnet euch dieses Muster, wenn ihr mit dem Pinsel über den Canvas fahrt. Dann gibt es abstrakte Sachen, wie zum Beispiel dieses Optikon. Dann habt ihr Kohle, also zum Beispiel die Struktur von einer Holzkohle. Dann habt ihr Elemente, wie zum Beispiel Wasser. Dann gibt es Sprüheffekte, wo hier, wenn zum Beispiel ein Tropfen, wenn ich da drauf bleibe, dann sieht es dann aus wie so ein Tropfen. Und ich habe jetzt die Größe natürlich sehr groß. Das heißt, es gibt einen kleineren, je nachdem, wenn ich die Pinselgröße runternehme. Retusche, da gibt es so Strukturen wie Bartstoppel, kurzes Haar, grobe Haut, solche Sachen. Dann Retro. Gibt es auch ganz coole Sachen, wie zum Beispiel dieses Flower Power. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es Lichter, wo ihr effektiv wie einen Lichtglanz zeichnen könnt. Das macht jetzt natürlich mit Schwarz nicht so viel Sinn. Ich zeige euch das kurz, wenn ich hier mit einem Pinsel arbeite, dann rüber auf Weiß gehe und dann Licht drauf gebe. Dann seht ihr, das hat so auf beiden Seiten dann so quasi wie einen Glow drauf. Dann haben wir Industrial, wie zum Beispiel ein Wellblech. Natur. Schilfgras. Wasser habt ihr auch so entweder zum Beispiel ein nasser Schwamm oder zerfließendes Wasser oder Wasserdunst, also hier auch viele Möglichkeiten und ihr könnt selber importieren. Jetzt könnt ihr natürlich die einzelnen Pinsel auch anpassen. Ich habe zum Beispiel diesen Pinselstift genommen und ich mache das so, dass ich jeweils nicht die Procreate-Stifte, Standardstifte anpasse, sondern ich swipe hier nach drüben und dann sage ich hier duplizieren. Ihr könnt Pinsel bereitstellen, wenn ihr eure eigenen erstellt habt und die mit jemandem scheren wollt. Ihr könnt sie auf das Default zurücksetzen oder ihr könnt sie eben auch duplizieren, damit ihr dann nicht den Originalpinsel anpasst, sondern hier drauf geht und dann könnt ihr die Eigenheiten von diesem Pinsel anpassen. Und da gibt es ganz viele Sachen. Ihr könnt die Pfadkontur anpassen. Hier zum Beispiel, ich mache einen Strich. Jetzt Abstand, seht ihr, dass es hier wie quasi Punkte macht. Das heißt, es bildet einen Abstand zwischen den einzelnen, also diese Linie wird wie quasi unterbrochen. Streamline ist gerade beim Handlettering extrem hilfreich, weil
es nimmt mir so dieses Jitter raus und gibt mir eine schönere, klarere Linie. Dann Jitter ist die Verteilung von diesen einzelnen Punkten und Abnahme ist, wenn ich zeichne, wie fließt dieser Pinsel quasi aus. Das sind Möglichkeiten. Und hier auf dem Zeichentablett, ihr könnt auch immer das wieder löschen, damit es wieder leer ist. Ihr könnt hier alle Pinseleinstellungen zurücksetzen. Ihr könnt von der Vorschaugröße auf maximal gehen oder das runternehmen. Oder ihr könnt auch die Farbe von dem Pinsel anpassen, damit ihr das seht, wie das aussieht mit dem Projekt, was ihr davor habt. Verjüngung, auch ein Thema, das heißt, ihr könnt die Spitze anpassen, einerseits für den Pencil, andererseits hier auch, wenn ihr mit dem Finger arbeiten wollt, dann könnt ihr auf der Form, sagen, wie die Formquelle sein soll und da dann auch die Streuung, Rotation, Anzahl Jitter, also da wirklich massenhaft Möglichkeiten. Die Körnung, ob ihr das mitgehend oder texturiert haben wollt, verschieben, die Größe, das Zoomen, die Rotation. Also hier wirklich massiv viele Möglichkeiten, auch wenn ihr zum Beispiel mit einem Pinsel arbeitet, der eine Wasserfarbe simuliert, könnt ihr hier zum Beispiel mit dem Nassmix sagen, wie fest ist die Farbe, die ich habe, verwässert. Hier ist gar nicht verwässert, hier zeichne ich schon gar nicht mehr. Hier so ein bisschen verwässert. Das Aufladen ist effektiv, wie viel Farbe, wenn ihr euch das Malen mit einem Malkasten oder mit Wasserfarben vorstellt, dann geht ihr zuerst in den Malkasten und nehmt Farbe auf. Und das hier ist eigentlich, wie lange würdet ihr im Malkasten drinnen bleiben, um Farbe aufzunehmen? Hier jetzt voll, dann wird es immer wie weniger. Wenn ich das jetzt runternehme, dann hat es am Anfang schon weniger Farbe. Attack ist, wie fest die Farbe auf dem Papier haften bleibt. Aufnahme, ich weiß jetzt gar nicht, was der Unterschied zwischen Aufnahme und Aufladen ist, aber, das Aufladen ist das, wenn ich einmal runtergehe und dann den Stift wieder hebe, wie schnell oder wie viel Prozent das wieder auflädt. Die Aufnahme ist das, was ich am Anfang erklärt habe, von wegen, wie lange würdet ihr im Malkasten drinnen bleiben und Farbe aufnehmen. So wollte ich sagen. Dann die Körnung, nasse Jitter ist so, wie fest würde euch diese Farbe verlaufen. Dann habt ihr die ganzen Dynamiken, Apple Pencil, auch zum Beispiel die Neigung, Eigenschaften über diesen Pinsel. Da könnt ihr effektiv hier oben dann auch dem Pinsel eine neue Bezeichnung geben zum Beispiel oder die auch unterschreiben, wenn ihr die mit irgendjemandem teilen wollt. Also hier habt ihr wirklich massiv viele Möglichkeiten, euch euren eigenen Pinsel so zu generieren, wie ihr das haben möchtet. Was ich oftmals mache, wenn ich nach irgendetwas suche, ist, dass ich effektiv Pinsel irgendwo schaffe und die dann importiere. Das heißt, ich würde hier auf Plus gehen und da könnt ihr einerseits einen neuen eigenen Pinsel erstellen oder ihr sagt hier eben importieren und das ist jetzt einer, den ich mir beschafft habe und da müsst ihr mal drauf gucken. Es gibt zwei Dateiformate, die funktionieren. Das eine ist, wenn am Ende .brush steht und das andere ist, wenn .abr, also ABR steht. Das sind die zwei Formate, die funktionieren. Ich lösche den jetzt hier wieder, weil den brauche ich nicht. Ihr könnt, wenn ihr sagt, das ist so ein Pinsel, den ich extrem viel verwende, dann könnt ihr den mit anklicken oder
markieren und draufbleiben, könnt ihr den auch in der Reihenfolge verschieben. Dann hatten wir noch 2 andere Themen, und zwar ist es einerseits, was macht dieser Wischfinger? Ich leere hier kurz den Canvas und sage einerseits, ich nehme hier eine schwarze Farbe, gehe hier auf einen Malenpinsel und mache hier so einen dunklen Strich. Dann ändere ich die Farbe und gehe hier so in Orange rein, zeichne das. Und jetzt nehme ich diesen Wischfinger und wenn ich da, ihr seht es, wenn ich hochgehe, nimmt er die orange Farbe und zieht die so in Schwarz rein. Wenn ich vom Schwarzen gehe, zieht er das so hier rein. Oder er nimmt von den weißen Anteilen mit und so könnt ihr wunderbar Sachen auch miteinander, also so Übergänge miteinander verwischen. Das ist quasi der Wischfinger. Da könnt ihr euch aussuchen, auch welchen Pinsel oder welche Pinselart ihr verwendet, um diese Funktion zu nutzen. Das ist jetzt viel weniger hart, als wenn ich das vorhin mit diesem Strukturpinsel gemacht habe. Und dasselbe gilt auch für den Radiergummi. Ich kann beim Radiergummi sagen, wie er das Ganze ausradieren will. Sprich, wenn ich jetzt eine feste Linie habe, die eine starke Deckkraft hat, dann radiert das mit diesen starken Kanten. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich will dem eigentlich noch so eine Textur geben. Ich nehme hier jetzt einfach was ein bisschen Textur hat. Wenn ich das jetzt radiere, verwendet er genau diese Struktur, um zu radieren. Und da könnt ihr quasi auf etwas auch noch so ein Muster drauf geben. Das sind die ganzen Funktionen mit dem Pinsel, mit dem Wischfinger und dem Radiergummi. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!